Willkommen zurück auf meinen YouTube-Kanal und wenn ihr neu seid, herzlich willkommen. In diesem Video möchte ich euch einen kleinen Überblick geben, was es aktuell für Navigationsuhren auf dem Markt gibt. Ich stelle mal jede einzelne Uhr vor, beziehungsweise ja, ich habe hier so verschiedene Bereiche, in die ich es einteilen möchte. Möchte euch mal zeigen, was da die Unterschiede sind, beziehungsweise was hier die Vor- und Nachteile sind, gerade auch mit Anbindung von Komoot. Am Anfang würde ich hier mal auf die Smartwatch-Varianten eingehen. Hier gibt es eigentlich zwei Uhren, die da hervorstechen. Und das wäre einmal die Apple Watch von Apple selber und einmal die Suunto 7. Beide Uhren haben das Problem, dass die Akkulaufzeit doch sehr gering ist, beziehungsweise bei der Apple Watch, also wenn man sie richtig benutzt, langt es eigentlich für einen Tag mit Navigation. Bei einer Suunto kommt man vielleicht ein bisschen länger darüber hinaus. Aber trotzdem, dadurch, dass beide ein OLED-Display nutzen, hat man hier natürlich einen erhöhten Akkuverbrauch, was natürlich für längere Touren, gerade mehrere Tage, eigentlich fast bis gar nicht unmöglich macht, beziehungsweise ohne eine Powerbank und Nachladen ist da eigentlich gar nichts möglich. Bei der Suunto 7 ist es so, die Suunto 7 bringt eine eigene App mit, das heißt, ihr könnt hier eine App starten. Es gibt dann eine App auf dem Handy zum Beispiel. Da könnt ihr dann eure Routen, wenn ihr das mit Komoot verbunden habt, synchronisieren. Ihr könnt die ganz einfach einspielen. Ihr wählt entsprechend in der Suunto App das aus, sagt hier übertragt bitte die Route auf meine Uhr. Dann wird das übertragen und ich kann dann direkt mit der Aktivität starten, beziehungsweise beim Start der Aktivität die Route auswählen, bekommen hier dann eine Karte. Die Karten werden auch offline geladen und dann habt ihr die Karten dabei und könnt dann direkt loslegen. Was den Akkuverbrauch angeht, so ja, schafft ihr ja gut eine Tour. Ich habe dazu auch mal ein Video gemacht mit einem Test. Also ich sag mal, so eine normale Tagestour schafft ihr mit der Uhr. Zumindest noch, wenn es auf dem neuesten Stand ist. Also meine Uhr ist noch relativ neu. Ich kann natürlich jetzt keine Aussage geben, wenn die Uhr jetzt schon 3 Jahre alt ist, was da noch der Akku macht. Man bekommt auch immer Signale, Abbiegehinweise. Was die Uhr zum Beispiel nicht mitbringt, ist eine VO2 Max Messung. Ist natürlich jetzt die Frage, ob das für einen Navigieren wichtig ist, aber wenn ihr zum Beispiel Trailrunning macht und euch ist das wichtig, wollte ich es einfach mal anmerken, dass es bei der Uhr leider zumindest jetzt hier defaultmäßig nicht dabei ist. Als zweiten Kandidat hätte ich dann die Apple Watch. Die Apple Watch bietet von Haus aus die Navigation mit Maps, aber die könnt ihr eigentlich vergessen. Wenn ihr jetzt zum Beispiel Komoot nutzt, dann könnt ihr auch eine Komoot-App herunterladen. Diese Komoot-App gibt aber nur Pfeile an, das heißt also, sie sagt ja links, rechts, geradeaus. Ihr bekommt keine Karte angezeigt und ihr müsst auch entsprechend ein Smartphone dabei haben, weil die App sich mit dem Smartphone verbindet und entsprechend euch damit navigiert. Ich würde aber bei der Apple Watch tatsächlich eine Drittanbieter-App empfehlen, und zwar das ist die App Workoutdoors. Diese App bietet neben der Navigation auch viele weitere Möglichkeiten. Ihr könnt da Alarme einstellen, Herzfrequenzen, Intervalle und so weiter. Bietet aber wie gesagt auch sehr gute Navigation. Ihr könnt euch dann übers Handy von Komoot die Daten herunterladen und dann auf Workoutdoors übertragen. Das heißt, es gibt leider keine direkte Anbindung, aber es ist nicht schwierig. Ich habe es auch wie gesagt im Kanal mal vorgestellt. Ihr könnt es dann wie gesagt übertragen und dann habt ihr eine Offline-Karte dabei, müsst nicht mal theoretisch euer Handy mitnehmen und könnt dann direkt losnavigieren. Nachteil aber bei der Navigation ist tatsächlich, dass ihr keine Abbiegehinweise bekommt, aber ihr habt zumindest mit der Apple Watch dann die Möglichkeit zu navigieren. Der Pferdefuß der Apple Watch ist tatsächlich der Akku, das heißt, die Laufzeit ist sehr beschränkt. Tagestour könnt man hinbekommen, kann knapp werden. Es kommt halt immer darauf an, wie auch die Signale sind, wie ihr die Uhr einstellt, was sonst noch alles nebenbei läuft. Aber sie ist von allen Uhren hier tatsächlich die schwächste, was der Akku angeht. Aber anders als jetzt zum Beispiel die Suunto 7, die eigentlich aus einer Sportuhr ist, hat sie wiederum eine VO2 Max Messung. Das heißt, hier bekommt ihr die Werte. Wie gesagt, es ist jetzt kein wichtiges Kriterium für eine Navigation, aber das ist wirklich so ein Unterschied von den beiden Uhren. Wenn euch das wichtig ist, wollte ich das einfach mal erwähnen. Ja, dann kommen wir auch schon zu den Outdoor-Uhren und wie ihr seht, ich habe hier auch schon wieder 2 Pärchen hingelegt. Wir haben einmal die Variante Navigation ohne Karte, das bedeutet, hier wird direkt nur auf so einem Strich gelaufen. Ihr seht also quasi einen Strich, Navigationsdaten, aber ohne eine Karte, die hinterlegt ist. Und dann haben wir noch die Variante mit Karten, das heißt, hier habt ihr dann auch den Strich quasi, aber ihr habt dann natürlich Kartenmaterial hinterlegt und seht auch immer, wo ihr unterwegs seid. Als erstes würde ich aber erstmal auf die ohne Karte eingehen, auf die beiden Uhren. Ich habe jetzt hier die Suunto 5 als Beispiel, die auch stellvertretend zum Beispiel die Suunto 9 Peak ist. Die habe ich auch mal im Kanal vorgestellt. Beide Uhren bieten eine gute Komoot-Anbindung. Also die Suunto 5 funktioniert genauso wie die Suunto 7. Ihr könnt dann über die App das Ganze entsprechend, also die App mit Komoot verbinden und dann hier über die App den Haken setzen, dass hier eine Route übertragen wird und dann wird das Ganze auch synchronisiert, geht ganz einfach und dann bekommt ihr hier auch die Routen auf die Uhr.
Bei der Polaruhr Critics Pro ist es genauso, ihr könnt das Ganze mit Komoot verbinden und sobald ihr eine neue Strecke anlegt und dann entsprechend das synchronisiert, könnt ihr das auch mit der Uhr bzw. auf die Uhr übertragen. Ihr habt dann eine maximale Anzahl an Strecken, die ihr drauf machen könnt. Ich glaube 30 Stück waren es, ich bin mir jetzt gerade nicht sicher, ich werde es gerade mal einblenden. Und dann habt ihr diese Strecken auf der Uhr. Ihr bekommt dann auch nochmal detailliert angezeigt, was die Strecke ist, beziehungsweise die Strecke läuft, wie die Steigung ist. Aber anders als bei der Suunto habe ich zwar hier auch die Strichnavigation, wie ich es jetzt einfach mal nenne, bekomme ich aber hier an Kreuzungen oder beziehungsweise an Weggabelungen auch wirklich eine Weggabelung angezeigt. Das heißt, hier bekomme ich tatsächlich nur links und rechts bei der Suunto 5. Bei der Polaruhr bekomme ich dann wirklich, wie gesagt, so geht es leicht nach links oder geht es leicht nach rechts. Gerade bei Gabelung ist es immer schwierig, weil man nicht sieht, wo das Ganze stattfindet, beziehungsweise wohin muss. Ist hier ganz gut gelöst. Und auch wenn mal klar links und klar rechts abgebogen werden muss, ist das auch entsprechend angezeigt. Ja, was die Akkulaufzeit angeht, ist natürlich eine Tagestour überhaupt kein Problem für die beiden Uhren. Auch längere Zeiten sind möglich. Beide Uhren haben auch die Möglichkeit, also die Critics Pro und auch die Suunto 5, dass man hier im Energiemanagementsystem etwas einstellen kann. Das heißt, man kann zum Beispiel die Pulsmessung am Handgelenk ausschalten oder die GPS-Genauigkeit ändern, dass es halt nicht so ganz genau wird. Also das heißt, hier kann man tatsächlich ein paar individuelle Sachen einstellen. Das ist zwar hier bei der Suunto 7 auch möglich, aber in sehr beschränkten Rahmen. Auch Garmin bietet hier Uhren an, was die Navigation ohne Karte angeht. Ich hatte leider bis jetzt noch keine Uhr zum Testen, deswegen kann ich da auch keine Aussage machen. Und ich möchte eigentlich auch keine Aussage machen, weil ich das dann wirklich erst gerne mal selber testen würde. Ja, als nächstes habe ich dann noch hier die Coros Apex Pro und die Garmin Fenix 6. Bei der Coros Apex Pro ist so, die stellvertretend auch für die Vertex 1 bzw. Vertex 2, die jetzt rausgekommen ist. Die Coros Apex Pro hat jetzt auch vor kurzem ein Update bekommen. Bis vor 1-2 Monaten hat es eigentlich noch Kartennavigation gar nicht gehabt. Das heißt, das wurde erst implementiert. Es war erst eine Navigation ohne Karten, also so wie zum Beispiel bei der Polar Critics Pro. Hier wurden jetzt aber tatsächlich topografische Karten und Landscape-Karten zur Verfügung gestellt. Und diese Karten basieren, zumindest habe ich mal nachgeschaut, wohl auf Garmin-Daten. Das heißt also, hier scheinen wohl gewisse Ähnlichkeiten vorhanden zu sein. Ich meine, es gibt ja auch nicht so viele Anbieter, was das angeht. Positiv erwähnen muss ich hier, dass Coros das Ganze überhaupt zur Verfügung gestellt hat. Also es ist überhaupt nicht selbstverständlich, dass ein Hersteller nachträglich noch so eine Produktpflege macht, dass hier Kartenmaterialien zur Verfügung gestellt werden. Oft ist es eigentlich so, dass sowas meistens eher ein Relaunch einer Uhr bedeutet. Aber hier haben wir tatsächlich Material dazu bekommen. Ich habe das Ganze auch schon mal getestet, auf meinem Kanal auch gezeigt. Nachteil von dieser Uhr ist tatsächlich, dass ich hier keine Abbiegehinweise bekomme. Das ist Stand heute, also wir haben jetzt den 13.12.2021 und da ist dieser Abbiegehinweis noch nicht vorhanden. Es kann sein, dass mit dem nächsten Firmware-Update, so schnell wie die da als Updates machen, kann es sein, dass das dann schon dabei ist und dass es ein alter Schuh ist, den ich gerade erzähle. Was ich bei dieser Coros-Uhr sehr gut finde, ist, auch besser als bei der Fenix, dass ich hier ganz einfach reinzoomen kann. Wir haben hier eine Krone, an der wir zoomen können und die Karte hineinzoomen können. Wir können das Touch-Display benutzen, um hier auch an der Karte hinherzuwischen. Das ist das Einzige, wo ich sage, dass mal ein Touch-Display auch sinnvoll. Ja, wenn es natürlich regnet, wird es schon schwieriger. Das heißt also, ich kann hier stufenlos reinzoomen bis 25 Meter. Ich habe detaillierte Karten und sehe auch immer, wann ich auf dem Punkt bin. Was ich natürlich bekomme, wenn ich von der Strecke bin, dass ich dann heißt, okay, du bist jetzt von der Strecke, da bekomme ich auch einen Hinweis, das vibriert auch auf der Uhr und ich bekomme dann auch immer angezeigt, wie weit ich von der Strecke entsprechend weg bin. Was mit dem Update jetzt auch noch dazu gekommen ist, dass Coros jetzt auch eine Komoot-Anbindung anbietet. Das heißt, wenn ihr eure Konten miteinander verbindet, dann wird das auch immer entsprechend mit der Coros-App synchronisiert und ihr habt immer die Daten drauf und ihr könnt entsprechend die Routen, die ihr möchtet, auf die Uhr draufladen. Das ist auch ziemlich einfach jetzt mittlerweile und ohne Probleme. Ja, dann kommen wir auch schon zur letzten Uhr, das ist die Fenix 6. Das ist so, ja, der Garmin-Klassiker. Jeder, wenn man gefragt wird, was einem empfohlen wird, ist entweder die Forerunner 945 oder halt jetzt hier die Garmin Fenix 6. Hier ist es aber so, dass es ja verschiedene Garmin-Versionen gibt. Das heißt also, wenn ihr nur eine reine Fenix 6 habt, dann habt ihr kein Kartenmaterial dabei. Das Kartenmaterial fängt erst bei der Pro an, beziehungsweise Saphir Solar Edition. Und hier ist es so, dass ihr, wie auch schon bei der Coros, hier Garmin-Material drauf habt und es auch sehr detailliert ist. Hier ist es so, dass es auch eine Komoot-Anbindung gibt, also die Uhr bietet auch tatsächlich eine eigene Komoot-App an, aber die haben es so umgestellt, dass wenn ihr jetzt das Ganze mit Komoot verbunden habt, ihr bei den ganzen Garmin-Strecken auch die Komoot-Strecken direkt mit angezeigt bekommt. Das heißt also, ihr müsst eigentlich das gar nicht mehr über die App machen, ihr könnt es auch direkt zentral über die Strecken von Garmin machen und hier die Strecken teilen und bekommt es dann entsprechend auf die Uhr. Das Schöne ist im Gegensatz zu Coros Apex Pro, dass hier auch Abbiegehinweise kommen und zwar zeitnah. Also es ist nicht irgendwie, dass da
irgendwelche großen Versätze drin sind. Ihr bekommt es dann angezeigt und auch wie weit es dann noch weg ist und könnt ihr entsprechend navigieren. Was die Kartenmaterialien angeht, so sind die doch wirklich gut. Also ich konnte es bei der Chorus noch nicht so intensiv testen wie jetzt bei der Phoenix, weil ich die einfach schon länger habe und auch schon im Urlaub genutzt habe, gerade in den Bergen und so weiter. Ich habe bis jetzt immer alle Wege gefunden, auch wenn man mal ausweichen musste. Da waren immer alle Wege dabei und es war nie ein Problem, mit dieser Uhr hier zu navigieren. Ja, aber für wen kann ich jetzt welche Uhr empfehlen? Also die Smartwatch-Varianten ist klar, kann ich allen Leuten empfehlen, die mal kurz navigieren gehen, spazieren gehen oder halt mal eine kleine Tagestour machen und auch generell eher eine Smartwatch möchten. Hier gibt es halt gewisse Einschränkungen, da es halt keine hundertprozentigen Sportuhren sind. Gerade die Akkulaufzeit ist wie gesagt ein Thema, beziehungsweise hier bei der Suunto-Uhr halt die fehlende VO2 Max-Messung. Für das, was sie sind sie keine schlechten Uhren, aber man muss es einfach immer im Hinterkopf bewahren, dass es halt einfach Smartwatch sind und halt es ohne Display doch ein großer Stromfresser ist und man natürlich auch mal Probleme hat, wenn hier stark Sonne scheint, dass man das OLED vielleicht nicht so gut ablesen kann, wie zum Beispiel Memory in Pixel Uhren, die ich jetzt hier zum Liegen habe. Wenn ihr jetzt aber jemand seid, der sagt, okay, ich gehe vielleicht nur zweimal im Jahr navigieren, beziehungsweise mir ist es nicht so wichtig, dass ich eine Karte habe oder bei mir ist es immer eindeutig oder ich habe mein Handy dabei oder. Wenn man sich jetzt für beide von einer der Uhren entscheiden würde, würde ich aber fast eher auf die Polar Grid X Pro greifen, da sie nochmal detailliertere Navigationsmöglichkeiten hat, wie gesagt an kritischen Kreuzungen. Und sie bietet halt im sportlichen Gesamtpaket noch ein bisschen mehr als jetzt zum Beispiel eine Suunto 5 oder eine Suunto 9 Peak. Es kommt immer darauf an, auf was halt dein Fokus liegt. Ja, und zu guter Letzt kommen wir dann noch zur Coros Apex Pro und zu der Garmin-Uhr. Und hier ist es so, also wie gesagt, ich finde halt bei der Phoenix ganz gut, dass man die Abbiegehinweise bekommt, weil die fehlen bei der Coros-Uhr. Ich finde aber bei der Coros-Uhr tatsächlich den sportlichen Teil, also wenn man das auch noch mit einbetrachtet, finde ich hier ein bisschen besser, gerade mit dem Trainingshub, was jetzt neu dazugekommen ist und auch generell mit der, ja, da liegt halt einfach mehr der Fokus auf den Laufsport. Bei der Phoenix ist es so, die ist halt mehr für den, ich sag mal, Massenmarkt ausgelegt. Sie ist eine sehr, sehr gute Outdoor-Uhr. Man kann sie stark individualisieren, das heißt, es gibt ja so eigene Watchfaces, eigene Widgets, die man machen kann. Das kann man bei der Coros zum Beispiel nicht. Coros selber bietet aber auch sehr viele Watchfaces an. Hier ist natürlich dann entscheidend, was ist einem wichtiger, möchte ich mehr Individualisierung oder möchte ich es eher einfach gehalten. Die Steuerung bei der Coros ist halt deutlich besser, gerade mit der Krone. Das ist bei der Garmin-Uhr doch ein bisschen umständlich, auch gerade die Menüführung, es geht als tief in die Menüs, aber ihr macht mit beiden Uhren nichts falsch. Da ist natürlich dann auch wieder so Geschmackssache, was einem eher liegt, ob man in der Coros-Welt sich wohler fühlt oder in der Garmin-Welt. Ja, ich hoffe, ich konnte euch einen kleinen Einblick geben, was es aktuell hier auf dem Navigationsmarkt an Uhren gibt. Wie gesagt, das ist nur ein ganz kleiner Ausschnitt, es gibt noch weitere Uhren. Ich habe jetzt hier nicht alle da. Ich wollte euch einfach mal so einen kurzen, groben Überblick geben, was für Möglichkeiten es gibt. Wenn ihr noch Fragen habt, dann schreibt es auch gerne in die Kommentare. Ich lese immer gerne die Kommentare und beantworte diese auch gerne. Ansonsten, wenn euch weiter solche Videos interessieren, dann lasst auch gerne ein Abo da. Ich würde mich auf jeden Fall freuen, euch hier wieder auf meinem Kanal begrüßen zu dürfen. Ansonsten wünsche ich euch alles Gute, viel Spaß beim Navigieren, bleibt vor allem gesund. Tschüss, bis zum nächsten Mal.